Ich bin die Marlies, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Wien, bin dort Studentin und bin jetzt hier in Katitzsch in Osttirol 4 Wochen auf einem Bauernhof. Grüß dich! Hallo Marlies. Heute? Hallo Andreas, Marlies, alles ja, gut? Absolut. Schön. Jetzt bin ich da. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten für Work and Travel. Ich habe mich für das WWOOF entschieden, weil ich gerne auf einem Bio-Bauernhof arbeiten wollte. Mir gibt es sehr, sehr viel, am Land zu sein und mit Tieren zu arbeiten. Danach habe ich mich schon sehr lange gesehen, das wollte ich schon sehr lange machen. Ich wünsche mir ganz viele Eindrücke, Neues, was ich lernen kann, was ich ausprobieren kann. Ich bin gespannt, was es alles zu tun gibt oder was ich tun kann. Und ich freue mich speziell auf die Tiere. WWOOFen bedeutet, dass man auf einem Bauernhof mitarbeitet, bei der Familie dort lebt, für Kosten und Logis. Und man kommt dort unter und hilft mit, wo man will und wo man kann. Guten Morgen. An meinem ersten Morgen bin ich um 5:55 Uhr aufgestanden, weil um 6 Uhr musste ich im Stall sein. Und ich schlafe sicher nicht kürzer als nötig. Ja, es ist schon viel auf einmal gewesen, vor allem die Milchmaschine, hier drücken und der Schlauch hier und da muss Druck und keine Ahnung. Kein Meister vom Himmel gefallen. Wir hatten schon solche, da habe ich müssen 10 Tage zeigen, wie es läuft. Gar nicht so leicht. So, und jetzt. Ich finde so eine körperliche Arbeit, wenn man untertags aktiv ist und am Abend müde ins Bett fällt und weiß, man hat was geschafft und man sieht auch, was man geschafft hat, gibt es einem sehr, sehr viel. Und es ist auch wieder ein kompletter Kontrast zu dem, was ich normalerweise mache. Also ich studiere in Wien, bin eher am geistig Arbeiten. Deswegen bin ich absolut froh, eben so ein neues Programm zu haben. Wir leben hier in Katitzsch, das ist ein kleiner Ort in Osttirol am Karnischen Höhenweg. Wir leben hier auf einem kleinen Bergbauernhof auf 1400 Meter Seehöhe. Das ist ein wunderschönes Fleckchen Erde zwischen dem Karnischen Kamm. Und zwar ist das die ehemalige Grenze zu Südtirol. Und es ist das naturbelassenste Tal Europas. Und wenn man so einen Hof betreibt, dann ist natürlich mit Urlaub dann nicht mehr so viel. Und das ist eben das Schöne am WWOOFing, dass dadurch ganz viele verschiedene Menschen aus der Welt zu mir kommen. Ich hole mir dann so ein ganz kleines Stückchen große Welt in mein kleines Reich.
ist schon ein cooler erster Tag. Man lernt alles kennen. Aber ich mag's. Es passt. So habe ich es mir vorgestellt. Fühlt sich tatsächlich sehr nach Heimat an, weil wir eben als Kinder an einem Bauernhof waren und das für 30 Jahre oder was. Also ich habe zum Beispiel dort habe ich gehen gelernt und all sowas. Also das sind auch Erinnerungen, die sind halt noch da. Und jetzt hier kommt das natürlich alles wieder hoch. Und es ist irrsinnig schön, das auch wieder so wieder auferstehen zu lassen quasi. Am Nachmittag haben wir die Kühe, nämlich die Paula und die Dorina, hinaufgetrieben auf die Alm. Du warst 60. Und kamen zu der Alm, wo ganz viele andere Kühe waren. Es war, finde ich, irrsinnig idyllisch, der Weg war wunderbar. Was für mich ganz spannend war und schön war zu sehen, die Bauerntochter, die Katharina, ist auch mitgegangen. Und es zeigt mir einfach, wie sie aufwachsen kann in dieser für mich vollen Idylle. So, es ist 9 Uhr. Der zweite Tag ist vorbei. Ich fühle mich sehr, sehr gut, obwohl ich so langsam die körperliche Arbeit spüre in den Muskeln, also Schultern und Rücken. Aber fühlt sich gut an. Und ja, morgen geht's früh wieder los. Deswegen jetzt gute Nacht. Es gibt eine Almhütte, die den Bauern hier gehört. Die ist auf 2200 Metern oben. Ich möchte auf diese Berghütte, weil man abgeschieden ist, weil man mal auf sich alleine gestellt ist, weil man mit seinen Gedanken alleine ist. Für eine gewisse Zeit stelle ich mir das irrsinnig schön, auch sehr romantisch vor. So, ich bin gerade am Weg rauf zur Alm, gehe durch Hagel und Regen, aber es hat trotzdem was. Das alltägliche Leben wird wieder in ein neues Licht gestellt, wenn man hier ist, wenn man die Natur sieht, wenn man in der Natur ist. Und ich finde, das gibt einem sehr, sehr viel.
hard road, the road I'm traveling on. If I take your hand, I might lead you down the path to Rome. Had a hard life, just sing it so you doing the best I can. This point in my life. This point in my life, though I've mostly walked in the shadows, I'm still searching for the light. Es gab oben kein fließend Wasser und keinen Strom. Ich musste so einiges machen, was ich nicht kann oder sonst noch nie gemacht habe. Nämlich Feuer machen ist absolut Neuland für mich. Kurze, fix noch einmal. Wo es dann warm wurde und die Sachen getrocknet haben, da wurde es definitiv gemütlich. Guten Morgen. Jetzt ist es 6:27 Uhr und ich bin schon wach. Es war eine sehr kuschelige Nacht. Aber jetzt sollte ich mich mal ums Feuer kümmern. Das heißt, als erstes Mal muss Holz gehackt oder gesenkt werden. Und dann gibt es hoffentlich Eier mit Speck. Also wenn man da oben ist man in diesem kleinen Tal und man fühlt sich ein bisschen wie bei der Heidi und in allem hier oben. Keine Menschenseele. Ziemlich kalt. Und kann definitiv seine Batterien wieder aufladen. Only when they walk away. Staying's not your choice to make. Do you feel a real light? Do you feel a real light? Rufen ist natürlich sehr viel Arbeit, viele Herausforderungen. Man lernt sehr, sehr viel in kürzester Zeit. Aber, und das ist das Wichtigste, Rufen ist eine wunderschöne Art, Urlaub zu machen. The one place to surrender. I got you in my heart, yeah. I got you in my soul, yeah. A wildfire in the darkness, just burning on and on, yeah. Sorrow tries to throw us, its shadow to eclipse us, to turn us all to cinders. Sie ist ein total lebensfroher, freundlicher Mensch. Das tut uns und der ganzen Familie gut.
Wird eine gute Fahrerin. Ja? Ja, ja. Im besten Fall will ich gehen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, dass ich mir denke, ich hatte eine wunderbare Zeit, ich könnte noch länger bleiben, aber es ist jetzt auch irgendwie Zeit zu gehen. Und man kann ja immer wiederkommen. Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Hier sind direkt 2 weitere Videos für Sie. Und nicht vergessen, unseren Reisekanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur so erhalten Sie Nachrichten über noch weitere Videos. Weiter geht's.